Hallo, herzlich willkommen zu Purita. Ich bin's Rita und heute werden wir Schokoladeneis selber machen mit einer Eismaschine. Da sich einige von euch ein Schokoladeneisrezept von mir gewünscht haben und jetzt auch passend zum Hochsommer, präsentiere ich euch mein cremiges Schokoladeneisrezept. Es ist schnell zubereitet und zudem auch super einfach in der Herstellung. Ich habe ja schon viel mit verschiedensten Eisrezepten herumexperimentiert und heute zeige ich euch mein Rezept für Schokoladeneis. Geschmacklich ist es wirklich ein wahres Highlight. Wichtig aber ist bei diesem Eisrezept, finde ich, ist die Qualität der Schokolade. Damit es so richtig vollmundig schmeckt, solltet ihr darauf achten, dass sie mindestens 60% Kakaoanteil hat, also keine Milchschokolade oder Kochschokolade nehmen. Ich verwende sehr gerne hochwertige Plantage-Schokolade. Da gibt es auch ganz viele verschiedene, sehr gute im Handel. Es lohnt sich. Danach werdet ihr kein Schokoladeneis mehr kaufen, sondern nur noch selber machen. Auch dieses Eisrezept besteht aus nur wenigen Zutaten wie Sahne, Milch, Eier, Zucker, Schokolade natürlich und eine Vanilleschote. Die sollte auf keinen Fall im Eisrezept fehlen. Und natürlich sollten auch die anderen Zutaten so frisch wie möglich sein. Dann gelingt euer selbstgemachtes Eis ganz sicher und schmeckt super cremig. Ich zeige euch jetzt mal die Zutaten für unser selbstgemachtes Schokoladeneis. Los geht's! Für unser selbstgemachtes Schokoladeneis brauchen wir 300 ml Sahne mit 32% Fett, 200 ml Vollmilch, 4 Eigelb, 110 Gramm Zucker, eine Vanilleschote, 120 Gramm Zartbitterschokolade mit 60% Kakaoanteil und eine Prise Salz. Ich werde jetzt erst einmal die Schokolade mit dem Messer zerkleinern, damit sie auch schneller schmilzt. Die zerkleinerte Schokolade gebe ich jetzt in ein Schälchen und stelle es zur Seite. Ich gebe den Topf jetzt auf die Herdplatte und wir gießen zuerst die Sahne und dann die Milch hinein. Und den Herd stelle ich jetzt auf mittlere Stufe. Jetzt kratze ich das kostbare Vanillemark mit der Messerspitze aus der Schote heraus und füge es zur Sahne-Milch-Mischung dazu. Nun können wir die gehackte Schokolade mit in die Sahne-Milch-Mischung geben und wieder kräftig mit dem Schneebesen weiterrühren, bis sie sich vollständig aufgelöst hat. Dabei immer wieder mit dem Schneebesen rühren und zwar so lange, bis sich am Rand kleine Bläschen bilden und leichter Dampf aufsteigt. Die Schoko-Sahne-Mischung sollte nicht kochen, sondern nur heiß werden. So, ich messe jetzt nochmal kurz nach. Ideal 70 Grad und wir können jetzt den Topf vom Herd nehmen. Und jetzt kommen die 3 Freunde da rein. Wir geben jetzt zuerst das Eigelb. Dann den Zucker und das Salz in die Rührschüssel und verrühren das Ganze jetzt. So, und wir verrühren das jetzt so lange, bis der Zucker sich vollständig aufgelöst hat. Das dauert etwa 5 Minuten. Jetzt wird die Mischung für 1 Minute mit dem Stabmixer homogenisiert. Dieser Schritt ist ganz wichtig, dadurch wird die Textur von eurem Schokoladeneis so richtig cremig. So bekommt euer Schokoladeneis einen richtig zarten Schmelz. So, jetzt geben wir den Spritzschutz drauf und schalten die KitchenAid auf Stufe 2. Als nächstes gieße ich die warme Schokomischung in einem ganz dünnen Strahl zur Eigelb-Zuckermasse dazu. Erst eine kleine Menge und dann immer mehr, damit das Eigelb nicht zu stocken beginnt. Wir möchten ja kein Rührei haben, sondern ein köstliches Schokoladeneis. Die KitchenAid lasse ich jetzt auf Stufe 2 einfach weiter rühren. Und wenn alles gut verrührt ist, werden wir im nächsten Schritt die Masse nun zurück in den Topf gießen. Und
Bitte erneut auf den Herd stellen und dieses Mal auf kleiner Stufe langsam erhitzen und dabei kontinuierlich mit dem Schneebesen rühren. Die Mischung darf auf keinen Fall kochen, ansonsten würde sie sofort gerinnen. Also immer wieder mal kontrollieren, wenn es die Temperatur von 75 Grad erreicht hat und sich am Topfrand die bekannten kleinen Bläschen formen, dann ist es perfekt. Und wenn die Masse angedickt ist und etwas cremiger wird, dann wisst ihr, dass es fertig ist. Warum eigentlich wird die Eigelb-Milchmasse erhitzt? Das fragt ihr euch sicherlich. Also, durch das Erhitzen werden zum einen eventuelle Keime in den Eiern abgetötet. Das ist sehr wichtig, jetzt besonders im Sommer. Zum anderen stabilisiert das Eigelb die Eismasse und somit wird die Konsistenz von unserem selbstgemachten Eis sehr, sehr cremig. Übrigens nennt man diese Technik zur Rose abziehen. Man muss einfach darauf achten, dass die Eismasse auf ungefähr 72 Grad erhitzt wird. Das ist ganz wichtig. So, nun ganz schnell den Topf vom Herd nehmen und beiseite stellen. Die fertige Eismasse gieße ich jetzt in eine Glaskanne. Und diese heiße Schönheit lassen wir vorerst auf Zimmertemperatur abkühlen und stellen sie dann über Nacht in den Kühlschrank. So, mit einer Folie abdecken und ab in den Kühlschrank, damit die Aromen einander näher kommen können. Meine Eiscrememischung ist jetzt richtig schön kalt und wir können jetzt mit dem Eisbereiten beginnen. Ich hole jetzt mal den Eisbereiter aus dem Tiefkühlfach. So, und wir bauen das jetzt mal schnell zusammen. Den habe ich für 24 Stunden im Gefrierfach gehabt und da habe ich hier den Antriebsadapter, der hat eine A- und eine B-Seite, das habe ich ja schon erklärt. Bei meiner Maschine kommt er jetzt mit der A-Seite nach vorne. Und in den Kühlbehälter gebe ich jetzt den Rührarm hinein und wir setzen jetzt auf die Stifte drauf. Wir lassen ihn einrasten und können die Maschine jetzt auf Geschwindigkeitsstufe einstellen. So, und im laufenden Betrieb geben wir jetzt unsere Schokoeismischung hinein und die lassen wir so 20 Minuten oder auch etwas länger rühren. Wie man sieht, hat sich das Volumen schon fast verdoppelt. Wir haben es jetzt gleich geschafft, nur noch 5 Minuten. So, die Zeit ist jetzt um und ich habe hier einen Glasbehälter aus dem Tiefkühlfach vorbereitet. Die Eismaschine schalten wir jetzt aus und nehmen den Kühlbehälter runter. Wow, es ist ein richtiger Schokoeistraum geworden. Hat die perfekte Konsistenz, schön cremig. Ich habe mich sehr gefreut über eure Kommentare für mein Video Eis selber machen. Vielen, vielen Dank. Ich habe noch ein ganz tolles Eisrezept für euch. Lasst euch überraschen. Und das kommt nämlich auch demnächst. Also wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonnieren, liken und teilen nicht vergessen. Macht es unbedingt nach und lasst es mich wissen, wie es euch geschmeckt hat. Bis zum nächsten Mal, eure Rita.